herzlich willkommen bei Himmlisch. Ich möchte euch heute ein ganz klassisches Lebkuchenrezept zeigen. Und zwar eines, welches wir dann gemeinsam auch noch mit Zuckerguss verzieren können. Das könnt ihr mit euren Kindern dann machen, das macht Spaß, oder ihr klebt es zusammen oder wie auch immer. Ich zeige euch jetzt einmal, wie ich den Teig, einfach den Basisteig mache. Die Zutaten habe ich mir schon alle vorbereitet. Es kommt als allererstes mal bei mir das Roggenmehl in die Rührschüssel. Ihr könnt es auch mit der Hand kneten. Ich mache es mir jetzt einfach und mache es mit der Küchenmaschine. Dann kommt der Zucker dazu, Honig, Apfelmus, die Gewürze, Eier. So, und das Ganze verknete ich jetzt ein paar Minuten miteinander und dann zeige ich euch gleich, wie ich weitermache. So, wenn sich das jetzt miteinander verbunden hat, knete ich es mir noch einmal mit der Hand zu einer Kugel. Bisschen Mehl auf die Arbeitsplatte. So. Bis sich das alles schön verbunden hat, kommt auf einen Teller drauf und dann decke ich ihn mit ein bisschen Frischhaltefolie ab. Und jetzt darf der Teig in den Kühlschrank. Ihr könnt den jetzt richtig schön lang rasten lassen, also so 24 Stunden, also so 12 bis 24 Stunden, dass die Aromen richtig schön durchziehen können. Und dann, das mache ich jetzt auch, bei mir kommt er über Nacht in den Kühlschrank und morgen zeige ich euch dann, wie ich ihn aussteche und verziehe und so weiter. Mein Teig war jetzt über Nacht im Kühlschrank und jetzt werde ich ihn mir ausrollen. Vorher tue ich mir aber noch ein bisschen weich kneten, weil er ist noch richtig schön kalt. Von der Stärke her, wie es ihm ausrollt, entscheidet das, ob ihr gerne dünne, knackige Lebkuchenstückeln habt oder ob ihr es einfach ein bisschen höher wollt und schön weich. Nein, sie sind auch weich, wenn sie jetzt dünner sind, aber also bei mir ist er jetzt ca. einen halben Zentimeter stark, der Teig. So. Und jetzt werde ich es mal ausstechen. Ich habe mir da hinten jetzt schon Bleche vorbereitet. Und da lege ich mir jetzt einfach drauf. Ich habe jetzt mal ganz klassisch Sterne. Die werde ich euch dann auch noch später zeigen, wie ich die mit einer ganz normalen Staubzuckerglasur verziehe. Achtet immer darauf, dass ihr die Arbeitsplatte unten schön mit Mehl ausgestaubt habt. Dann tut es euch nachher wirklich leicht beim Ausstechen. Dann bleibt nichts bicken. Das funktioniert super gut. Und wenn ihr euch zum Beispiel den Teig einfach schon am Vortag vorbereitet oder mit den Kindern vorbereitet, am nächsten Tag gemeinsam ausrollen, ausstechen, verzieren, mit Streusel verzieren, was auch immer, ist echt, echt schön. Dann habe ich noch Christbäume, Tannenbäume. Ich lege mir die jetzt gleich so verkehrt hin, damit wir dann ein bisschen Platz sparen am Blech, damit sich mehr ausgeht. Dann zeige ich euch auch noch was. Ich habe da jetzt noch zwei Lebkuchenmännchen, zwei Formen. Und zwar ein Lebkuchenmännchen. Plups. Da gibt es so nette Fotos, wo ein Lebkuchenmännchen eine Mandel festhält. Und das macht ihr ganz einfach, indem ihr euch den ausstecht. Zack. Ich habe mir jetzt eine Mandel vorher schon hergerichtet. Die lege ich mir da in die Mitte rein. Und dann nehmt ihr die Handeln und drückt die einfach so zusammen. Zack. Und schon habt ihr das Lebkuchenmännchen. Ich hoffe, man sieht es in der Kamera gut. Habt ihr das Lebkuchenmännchen, was die Mandel festhält. Und das können wir nachher dann mit der Spritzglasur, können wir dem noch Augen machen. So, ich ziehe mir da immer die Hände ein bisschen länger, damit sich das dann auf der Mandel auch gut ausgeht. Schaut, er hält nur eine Mandel fest.
So, schaut mal her, jetzt habe ich alles ausgestochen und jetzt möchte ich euch noch was zeigen. Es macht Spaß, Kekse ausstechen, so, aber wenn man dann schon zum 3. Mal wieder zusammenrollt und wieder, für die, die das jetzt nicht so leidenschaftlich gern machen, knetet euch das dann einfach zusammen. Ja, tut euch noch einmal die Arbeitsplatte mit Mehl bestäuben und noch einmal ausrollen. Und dann, ich mache jetzt nur die im Prinzip ist auch wurscht, ich schneide mir da jetzt einfach so Streifen runter. Flups. So. Und genauso backe ich das jetzt, weil im Endeffekt habt ihr so einfach einen leckeren Lebkuchen zum Essen. Können wir dann genauso noch mit Zuckerglasur verzieren oder ihr tocht es euch in Schokolade ein, ganz nach Geschmack. Und ich finde es nett, so habt ihr einen selber gemachten Lebkuchen, aber es geht urschnell. Und auch mit den Kindern. So habt super große Flächen, wo die Kinder vielleicht mit irgendwelchen Zuckerschriften was drauf malen können. Oder auch irgendwie ein Bild, weißt, einen Christbaum und Geschenksbackerl und Streusel dort und da und Sterne und alles Mögliche. So, ich habe jetzt meine 2 Blech hier und ich habe mir da jetzt schon ein Ei in eine Schüssel geschlagen. Das tue ich mir jetzt noch ein bisschen verquirlen. Und den Lebkuchen, den tue ich mir jetzt einfach noch ein bisschen damit bestreichen. So glänzt der nachher dann einfach wirklich urschön. So, fertig eingestrichen. Und jetzt geht das Ganze in den Ofen für ca. 10 Minuten. Und dann lasse ich es richtig auskühlen und dann zeige ich euch die Spritzglasur. So, der Lebkuchen ist jetzt wie gesagt im Ofen und währenddessen mache ich mir jetzt die Spritzglasur. Dazu kommt ein Eiweiß in die Schüssel. Staubzucker kommt dazu. Und das Ganze lasse ich jetzt einfach mal richtig schön schaumig schlagen, sodass das eine schöne, zähflüssige Masse wird. Zeige ich euch dann auch, wie es ausschauen soll, wenn es fertig ist. Es hat jetzt ca. 10 Minuten bei mir geschlagen und jetzt passt schon ganz gut. Schaut einmal her. Es ist jetzt so ein schöner, weißer, so. Und das kommt jetzt in einen Spritzsack. So. Da mache ich mir jetzt hinten noch ein Klammerl drauf. Den Lebkuchen habe ich mir vorher schon aus dem Ofen geholt. Der kühlt jetzt mal richtig schön aus und wenn der dann ganz kalt ist, dann werde ich ihn verzieren und euch zeigen, wie ich das verziehe. So, der Lebkuchen ist ausgekühlt. So ziemlich ausgekühlt ist es schon und jetzt werde ich ihn einfach verzieren. Ich habe da mir jetzt die Spitze von meinem Spritzer ganz fein weggeschnitten. Ihr könntet euch jetzt aber auch eine ganz kleine runde Tülle nehmen, wie es wollt. Und jetzt verziehe ich mal. Also meine sind fertig. Ich habe mich jetzt so für diese Deko entschieden, dass ich halt nur so quasi diese Randeln gemacht habe. Ich finde es ganz nett so, aber bitte, bei mir ist weniger als mehr, aber oft ist mehr als mehr bei Weihnachtskeksen verzieren. Streuseln, also da könnt ihr euch echt austoben, beziehungsweise die Kinder austoben. Ich glaube, das ist ein ganz nettes Basic-Rezept so für Backen mit Kids oder halt einfach auch so, wenn ihr auf Lebkuchen steht. Schreibt uns in die Kommentare rein, ob ihr gerne, es gibt ja Team Lebkuchen, Team Nicht-Lebkuchen. Also könnt ihr gerne auch einmal reinschreiben, welches Team ihr seid oder einfach, wie euch das Video gefallen hat und oder was ihr euch noch an Rezepten von mir wünscht. Ich freue mich über jedes Kommentar von euch. Und einen Daumen. Bis bald. Tschüss.